Also das Farbkonzept könnte man sich nochmal überdenken, oder? Nee, überhaupt nicht. Nee, wieso? Ich finde es sehr ansprechend. Ni hao. Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Wir haben ja schon mal kurz darüber gesprochen, ne? Es gibt Farbkonzepte, die sich ab und zu nur so ein bisschen verändern. Und es gibt Farbkonzepte, die stechen raus. Und hier haben wir einen Camper gefunden, der sticht mal in seinem Farbkonzept komplett aus der Spur. Guckt euch das mal an. Sieht aus ein bisschen wie ein Campervan. Ich habe hier eine wundervoll beleuchtete Decke, ein extrem geiles Lichtkonzept. Natürlich wieder diese immens gemütlichen Sitze mit Massagefunktion, mit jeglichem Pipapo. Darf ich kurz was anmerken? Ja, mach mal. Also du mit deinen roten Haaren und roten Öhrchen gehst hier bald unter am Auto. Tatsächlich? Ja, ein bisschen schon. Okay. Jetzt müsste man ja theoretisch mal erkunden, was es so rein in der Farbpsyche oder mit einem macht, wenn man halt lange Zeit in so einem Auto dann Zeit verbringt. Wahrscheinlich willst du unweigerlich, unkontrolliert die ganze Zeit Videospiele spielen. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Gaming-Auto für Camper. Das Ich weiß auch mag nicht. sein, aber, und das ist ja auf einer Messe immer entscheidend, man muss ja auch mal was zeigen, was raussticht. Man muss ja auch mal was zeigen, was ein bisschen gewagter ist. Und ich finde, das ist hier schon wieder richtig geil gelungen. Es ist komplett durchgezogen, ne? Also als wenn die Designer am Tisch gesessen haben und sich gefragt haben, ja, was machen wir denn jetzt, welche Farbe machen wir? Und dann hat einer gesagt, lass uns orange machen. Und dann hat der andere das falsch verstanden und die haben halt einfach alles orange gemacht. Ne? Nicht nur die Applikation, sondern das ganze Fahrzeug einmal in orange. Aber, und das muss ich sagen, ich finde es gewagt, aber trotzdem irgendwie ganz geil. Also irgendwie hat es was in so einem Auto. Und was hier sehr, sehr schick ist, es ist halt einfach eine Kombination. Ne? Es ist halt kein Camper, sondern es ist eigentlich ein Alltagsfahrzeug. Ich habe hier vorne im mittleren Bereich eine Kühlbox. Ich komme hier relativ schnell an Getränke ran. Ne? Guck mal, habt ihr schon mal jemals irgendwo so eine wundervolle Mittelraumlösung gefunden? Wahnsinn. Als Kühlbox? Wahnsinn, habe ich echt noch nicht gesehen. Ne, gepolstert, du kannst auch noch deine Ja. Hand drauf legen. Also das finde ich eine Und, sehr, sehr charmante Ich Lösung. glaube, hier in den Rücksitzen hast du einen Tisch wie im Flugzeug. Ach, ein Flugzeugtisch, ja, Guckt euch okay. das mal an, ist das cool? Ja, Richtig cool. das ist wirklich sehr, sehr cool. Und dann kannst Und du den hinten, ich spring mal kurz nach hinten. Du hast hinten hier eine sehr große Sitzgruppe und nicht nur das, ne? Ich habe hier ein Hubbett, was ich runterlassen kann und ich habe hier unten diese Lösung auch nochmal, die ich zum Bett umbauen kann. Vielleicht baut er uns das gleich nochmal um, Ja. aber das ist ganz spannend, weil man fragt sich jetzt, wie komme ich dann jetzt hier an diese kleine Küchen- und Klozeile. Du kannst hier diesen Bereich auch nochmal ganz entspannt zu einem Sitzbereich machen. Und was ich noch geiler finde ist, die haben hier hinten sogar eingetragene Sitzplätze. Ist ja Entsprechend kann ich mich hier hinten hinsetzen und während der Fahrt hier eine kleine Runde Skat zocken oder ein bisschen rumpokern. Ist das Erste, was mir eingefallen ist. Ganz in dem genau, Auto. ne? Also nachdem wir ja schon ein Auto uns angeguckt haben, was als reines Whisky-Auto gilt, also Ist das hier findet die Pokerrunde statt. Was passiert, wenn wir zwei Autos wie dieses nebeneinander parken? ich weiß es nicht so genau. Unglaublich. Guckt euch mal bitte dieses. Das gibt's auch nur in China, oder? Dieses Geblinke und noch designige. Aber das ist halt auch schon wieder so durchdesignt. Ja, Ne? Es ist total. jetzt nicht so, dass es hässlich ist, sondern Nee, es passt hier rein. Es passt hier rein. Ne? Du hast hier einmal nochmal die Klimaanlage jetzt hier unauffällig einfach nur durch die Düsen einmal ringsrum hier in den Seiten, ne, integriert. Du hast, was ich auch ganz schön finde, die Fensterverdunklung hier jetzt mit diesen Vorhängen auch wieder in der gleichen Farbe. Also wenn es einer durchziehen kann, ne, Dann konsequent, dann die hier. Also die Chinesen hier einmal wirklich die orange Version. Hier draußen gehen leider die Lichter aus. Wenn du das hinten noch sehen willst, dann müssen wir uns Ja, ein bisschen genau. beeilen. Okay. Warte mal. Wir filmen gerade noch, Mausi. Das finde ich auch cool. Also das ist auch mal was anderes.
Absolut, absolut. Du hast hier eine kleine Küchenzeile, ne? Du kannst durchtreten. Du hast hier deinen Tisch integriert, den Ja. du hier nochmal für die Draußennutzung nutzen kannst. Und Ja. was ich auch sehr charmant finde, ist diese coole Verkleidung. Also auch das sieht richtig schick aus, gefällt mir richtig gut. Mit den Vorhängen, ne? Das gefällt mir richtig gut, weil es durchgezogen ist. Und das ist eine sehr, sehr einfache Art und Weise, sein Auto zu verdunkeln. Ja. Und natürlich auch noch so ein bisschen die Temperatur im Auto zu halten oder halt zu verhindern, dass die Temperatur reinkommt. Ich mache hier nochmal die Tür auf und auch das ist spannend. Ne? Die Türen, guckt euch das mal an hier, die Türen sind komplett lederverkleidet. Wahnsinn. Ne? Das ist alles in... Ob das pflegeleicht ist? Das ist eine andere Frage, aber es ist halt alles hier, Aber das Designherz in dir genau, hüpft gerade, die ganzen Platten, ne? Das ist hier ist halt keine Ja. Spanplatte zu sehen oder so, sondern das ist alles lederbezogen. Okay, gibt's ein Klo? Also das ist schon, Gibt's das ein- ist ist das schon eine Schublade mit einem Klo richtig unten? schick. Ich kann es mal gucken. Ja. Jawohl. Ja, okay. Hier unten haben wir die Toilette. Okay, ja, einfach, aber gut. Und, Ja, eine Nottoilette, ne? und kann man hier, sagen. du kannst duschen. Du hast da eine... Genau, es gibt sogar eine Dusche Duschverlängerung. und dann hast du hier einen Duschvorhang. Genau, hier gehen gleich die Lichter aus, aber wir wollten euch noch mal kurz was zeigen. Hier siehst du auch nochmal, ne? Kleiner Duschboden drin, mitten im Ablauf. Ach, was hier ist Ja, das? Ist natürlich. Ja geil. Cool. Ne? Kleine Küche, Elektrokochfeld, Ja. Spüle, Duscharmatur, oben nochmal Mikrowelle, wie man es halt so schön kennt. Kleiner Kühlschrank. Guck mal kurz rein, was hier ist. Staufach für jegliche Möglichkeiten. Also, sehr, sehr geiles Konzept. Einfach sticht mal raus, ist mal komplett was anderes. Was soll ich sagen, Leute? Haltet die Ohren steif. Liebe Grüße hier aus China, aus Guangzhou von der Campermesse. Wir sehen uns beim nächsten Konzept. Bis dann. Das ist schon ein bisschen pornorös. Ja, aber ähnliches Design, ne? Oben blinky blinky und ja, ja. Auch die Lüftungsdinger sind die gleichen. Das ist das gleiche Modell, nur in lila, genau. Ja, ja, ja. Ist auch eine Idee.